Hallo Leute, heute gibt es ein Video zu meiner Moseltour, die buchstäblich ins Wasser gefallen ist. Im Video erzähle ich euch auch, was ich dabei gelernt habe oder besser gesagt, welche Erkenntnisse ich wiederentdeckt habe. Wenn euch das interessiert und ihr nicht wasserscheu seid, dann bleibt einfach dran. Doch wie immer kommen wir zuerst zur Tourplanung. So, wie immer habe ich meine Tour mit Kurveger geplant und bin zuerst über die Autobahn nach Koblenz gefahren. Seht ihr hier oben rechts. Und dann von Koblenz aus die Mosel entlang nach Südwesten über Cochem, Zell an der Mosel und Bernkastel-Kues. Und bin dann in der Nähe von Mehring wieder auf die Autobahn gefahren und zurück. Ja, und diese Autobahn-An- und Abreise war der Hauptgrund, warum ich meine F800 GS genommen habe mit dem hohen Windschild. Da kann man halt wirklich relativ gemütlich auf der Autobahn bei 150 Kilometer entlang rollen ohne Ermüdungserscheinung. Am Höhenprofil seht ihr, dass es immer leicht aufwärts geht, weil wir halt eben auch die ganze Zeit flussaufwärts fahren. Erst gegen Ende bin ich dann nicht um die Moselschleife herumgefahren, sondern einen Panoramaweg nach Piespot, den seht ihr hier. So, und jetzt zu den Fahrvideos. Ja, als ich zu Hause losgefahren bin, habe ich einen heißen Sommertag erwartet, habe meine Alpinestar Sommerjacke angezogen, an der man die Ärmel abmachen kann und vorne und hinten eine Klappe aufmachen kann, um schön gekühlt zu werden. Und habe dann einfach nicht glauben wollen, dass der Regen nicht aufhören wird. Ja, natürlich hatte ich meine Überziehjacke dabei, eine regendichte Jacke. Aber von der Erkenntnis, es regnet, bis zum Anziehen der Jacke hat es ein bisschen gedauert. Hier seht ihr übrigens die Autobahnbrücke über die Mosel. Und wenn ihr über die schon mal gefahren seid, dann wisst ihr, wie tief das Moseltal ist. Also schon beeindruckend. Die Mosel trennt den Hunsrück im Süden von der Eifel im Norden. Und das heißt also, da wir jetzt nach Südosten fahren, das, was ihr rechts seht, meistens im Bild in Fahrtrichtung rechts, ist dann die Eifel und Fahrtrichtung links ist der Hunsrück. Wie ihr in dieser Szene sehen könnt, habe ich wieder mit meiner Insta360 X4 gefilmt. Das heißt, ich kann dann, da sie 360 Grad aufnimmt, später die Perspektive ändern, so wie ich es brauche für mein Video. Und als zweite Kamera hatte ich dann meine Ace Pro 2 am Kinn vor meinem Helm montiert. Und das sind dann die Perspektiven, die ihr von der Kamera seht. Falls euch das Kamera- und Filmthema interessiert, klickt auf den Link in der Infokarte. Wenn ich es nicht vergessen habe, seht ihr die oben am Bildschirmrand. Beide Kameras sind wasserdicht und haben das auch bewiesen auf dieser Fahrt. Was man nur nicht vermeiden kann, ist eben, dass sich Wassertropfen auf der Linse festsetzen, die man dann ab und zu abwischen muss. Was mich positiv überrascht hat, ist, dass es sehr viele Brücken über die Mosel gibt und man kann mehr oder minder alle paar Kilometer auf die eine oder andere Seite wechseln. Wie ihr sicher wisst, wird in der Mosel viel Weinbau betrieben und das heißt, die Moselhänge sind bis oben zum Wald eigentlich voller Weinreben. Und an den besonders steilen Hängen, wie hier links, gibt es dann kleine Aufzüge, mit denen man dann während der Weinernte die Reben herunterfahren kann zum Einsammeln. Meistens gibt es auf einer Seite einen steilen Hang und auf der anderen Seite einen eher flachen Hang. Den steilen Hang nennt man Prallhang und den flachen Hang nennt man den Gleithang. Bis der Mensch eingegriffen hat, wurde am Prallhang von der Mosel erodiert. Das heißt also auch, dass bei den Moselschleifen die weiter erodiert werden würden, solange bis sie einfach die Mosel einen Durchbruch erzielt hat und dann geradeaus weiterfließt. Sieht man hier sehr schön, Prallhang links, Gleithang rechts. An der Mosel gibt es viele historische Ortschaften, Gebäude,
Burgen und wenn einem danach ist, kann man auch eine kleine Bootsfahrt machen. Schifffahrt soll ich eher sagen. Wie ihr sehen könnt, hat es nicht in Strömen geregnet, sondern nur leicht und man hat wirklich die Landschaft noch gut sehen können. Und nachdem ich mich endlich bequemt hatte, meine Regenjacke überzuziehen, saß ich auch vollkommen im Trockenen. Und das ist auch die Erkenntnis, die ich wiederentdeckt habe eigentlich. Motorradfahren macht auch im Regen Spaß, manchmal sogar mehr als im Trockenen. Und das wäre meine Frage an euch. Fahrt ihr auch im Regen oder nur, wenn es unbedingt sein muss? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich auf jeden Fall bin froh, dass ich losgefahren bin, trotz des Regens. Es gibt zwar nicht das beste Videomaterial, aber im Endeffekt hat es sehr viel Spaß gemacht. Und auch die BMW F800 GS war ein super Moped für die Tour. Mit der großen Scheibe, die ich dran habe, sitzt man da schon sehr gut regengeschützt und kann sogar das Visier aufmachen, ohne dass man dabei nass wird. Ja, ich weiß, getöntes Visier bei Regen ist Schwachsinn, wenn schon dann gelb. Aber ihr wisst ja, habe ich schon erzählt, ich war auf Sommer eingestellt. Gegen Ende der Tour gab es dann noch ein kleines Extra. Ich bin eine Panoramastraße hochgefahren, also nicht unten an der Mosel entlang, sondern über den Berg drüber und das Ergebnis seht ihr hier. Ja, wir sind hier etwa 200 Meter über der Mosel und ihr seht, es geht relativ steil den Hang runter. Und man kann die Mosel sehr schön sehen, kann auch unterwegs anhalten und runter gucken. Ist also eigentlich eine echte Empfehlung von mir, fahrt diese Panoramastraße. Denn, wie wir alle wissen, what goes up must come down. Das heißt also, es geht gleich wieder den Buckel runter und wir kommen dann unten im Örtchen Peaceport an. So, kommen wir schon mal zum Fazit. Also die Tour hat sehr viel Spaß gemacht, trotz des Wetters. Die Mosel ist auf jeden Fall eine Tour wert. Mir hat es sehr gut dort gefallen. Ich fahre auf jeden Fall nochmal hin. Und was ich auch sagen muss, die Kameras haben ohne Probleme gearbeitet. Natürlich seht ihr jetzt hier wieder die Wasserflecken auf der Linse, aber da kann man wenig dagegen machen, außer alle 2 Minuten anhalten. Was man natürlich nicht macht, weil es den Flow zerstört. Auch die F800 GS hat sich super bewährt. Relativ guter Wetterschutz, sehr bequem, angenehm zu fahren und ich bin immer noch sehr zufrieden mit dem Motorrad. Vielleicht mache ich auch irgendwann ein Motorrad, warum gerade die und keine Tenere oder keine Aprilia oder keine Faustrom. Vielleicht habe ich irgendwann mal Zeit dazu und Lust. Ja, jetzt die Frage an euch. Kennt ihr die Gegend? Wart ihr schon mal an der Mosel? Ich glaube, einige meiner Zuschauer kennen die Mosel sehr gut. Schreibt es mir in die Kommentare.
Noch ein aktueller Hinweis, ich habe mich dafür qualifiziert. Unter meinen Videos ist jetzt so ein Super Thanks Knopf, das heißt, ihr könnt mir 1 Euro oder 2 spendieren. Es ist ja nicht so, dass ich oft zum Kaffee trinken anhalte, aber jede Unterstützung ist wirklich willkommen. Und die wichtigste Unterstützung im Moment ist wirklich, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und vor allem ein Abo da. Das bringt dem Kanal wirklich sehr viel. So, das war's für heute von der Mosel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.